Hallo mein Freund, in diesem Video widmen wir uns einer Lehre, deren Erforschung und Verständnis wir als wichtig ansehen, dem Konfuzianismus. Wir sind bereit, über eine Religion zu sprechen, die auf menschlicher Moral basiert und in der die Moral im Mittelpunkt steht. Dann lass uns beginnen. Wie bleibt eine Gesellschaft bestehen? Wie trifft ein Mensch die richtige Wahl? Wie wird eine stille Gewissensstimme mitten im Chaos hörbar? Diese Fragen führen uns zurück ins China vor 2500 Jahren. Damals war die Macht der Zhou-Dynastie geschwächt. Zwischen den Regionen herrschten unaufhörliche Konflikte. Jeder Fürst versuchte, seine eigene Ordnung aufzubauen, und das Volk wusste nicht mehr, wem es folgen sollte, welches Gesetz galt oder wem es gegenüber loyal sein musste. Das Land war zersplittert, doch was wirklich zerbrach, war das Vertrauen der Menschen ineinander. Genau in dieser Welt wuchs Konfuzius heran. Sein Leben war kein Märchen, das in Palästen spielte. Im Gegenteil, Armut, Unruhe und Unsicherheit prägten seine Kindheit und ließen ihn schon früh spüren, was ein Mensch tatsächlich braucht. Selbst in Zeiten, in denen Menschen einander gnadenlos begegneten, kreiste Konfuzius' Denken um eine einzige Frage: Beginnt Ordnung im Außen oder im Inneren? Als junger Mann begann er, Geschichtswerke, alte Legenden, die Geschichten der Könige und die Gesetze zu studieren, die einst Gesellschaften zusammenhielten. Je mehr er las, desto deutlicher erkannte er, Imperien zerbrechen nicht durch äußere Feinde, sondern durch das Auflösen der inneren Bindungen. Wenn Familien auseinanderbrechen, Herrscher die Gerechtigkeit verlieren und Menschen keine Verantwortung mehr füreinander empfinden, dann beginnt der Zerfall. Für Konfuzius war eine Gesellschaft kein festes Gebilde, sondern ein Netz. Und der stärkste Knoten dieses Netzes war der Charakter eines Menschen. Wenn ein einzelner Mensch nicht das Richtige wählt, fällt eine Familie ins Dunkel. Wenn eine Familie zerfällt, bricht eine Gesellschaft. Und wenn eine Gesellschaft zerbricht, ist Chaos unvermeidlich. Deshalb glaubte Konfuzius, die Lösung beginnt nicht auf dem Schlachtfeld, sondern in der Stille des eigenen Inneren. Das Prinzip, das menschliches Verhalten leiten sollte, war für ihn die Tugend. Diese Tugend war nicht nur ein religiöses Gebot oder ein abstrakter Begriff. Sie gewann erst Bedeutung, wenn sie sichtbar wurde, im Blick voller Respekt, in der Fürsorge einer Mutter, im gerechten Urteil eines Herrschers. Alle diese waren unsichtbare Fäden, die die Zukunft einer Gemeinschaft bestimmten. Darum sagte Konfuzius sinngemäß: Das Schicksal einer Gesellschaft zeigt sich darin, wie die Menschen einander ansehen. Je klarer seine Gedanken wurden, desto mehr verwandelten sie sich in eine Lehre. Konfuzius reiste von Stadt zu Stadt, diskutierte mit Adeligen, sprach mit Bauern, unterrichtete Schüler. Überall sah er dasselbe: Der Mensch kennt das Richtige, doch wählt oft das Bequeme. Gerechtigkeit ist mühsam, Mitgefühl erfordert Geduld. Und trotzdem veränderten tugendhafte Menschen ihre Umgebung wie eine stille Lichtquelle. Nach und nach entstanden aus Konfuzius' Gedanken die Grundlagen einer neuen Ethik. Ihre einfache Wahrheit lautete: Eine Gesellschaft verändert sich erst, wenn der Mensch sich verändert. Konfuzius behauptete nie, ein Prophet zu sein, und versprach keine übernatürlichen Wunder. Ihn interessierte allein die Frage, wie eine Gesellschaft bestehen kann. Und er war überzeugt, nicht Rituale oder Wunder schaffen Ordnung, sondern alltägliche, einfache und zugleich kraftvolle Tugenden. Respekt, Ehrlichkeit, Mitgefühl, Gerechtigkeit. Bis heute beschäftigt sich der Konfuzianismus nicht mit Göttern, sondern mit dem Charakter des Menschen. Denn für Konfuzius war der Mensch sowohl Ursache als auch Ergebnis der Ordnung auf der Welt. Und vielleicht liegt sein wichtigstes Vermächtnis in dieser zeitlosen Frage: Wenn du Ordnung suchst,
Suchst du sie draußen oder zuerst in dir selbst? Der Zeitraum, in dem Konfuzius' Gedanken reiften, war eine der fragilsten Epochen Chinas. Die streitenden Reiche kämpften nicht nur mit Armeen um Macht, sondern auch mit Ideen. Jeder Hof stellte seinen eigenen Weisen vor, seine eigene Theorie, sein eigenes Modell von Ordnung. Manche glaubten, dass Macht nur durch Gewalt erhalten werden könne. Andere behaupteten, Menschen müssten durch strenge Kontrolle gefügig gemacht werden. Doch Konfuzius erkannte, dass all diese Ansätze die Gesellschaft nur tiefer in die Dunkelheit führten. Für ihn entsprang Ordnung nicht der Stärke, sondern der Qualität der Beziehungen. Wenn die Verbindungen zwischen den Menschen schwach waren, konnten selbst die höchsten Mauern eines Reiches es nicht bewahren. Deshalb begann Konfuzius, die unsichtbaren Fäden zu beschreiben, die den Menschen an die Gemeinschaft banden. Der wichtigste dieser Fäden war der Begriff Ren. Ren bedeutete Menschlichkeit, Mitgefühl und die Fähigkeit, die Gefühle anderer zu verstehen. Wenn ein Mensch Ren verlor, erlosch auch die Wärme, die durch die Adern der Gesellschaft floss. Neben Ren stand ein zweites Prinzip, Li, die Ordnung des Verhaltens. Li bestand nicht nur aus Ritualen oder Regeln, es war die Feinfühligkeit in jeder einzelnen Handlung, der Respekt, mit dem man eine Tür öffnet, die Art, wie man am Tisch spricht, die Worte, die man im Gespräch mit Älteren wählt. All diese Gesten waren kleine, aber kraftvolle Zeichen, die die Einheit der Gesellschaft bewahrten. Für Konfuzius war Li keine unterdrückende Disziplin, sondern ein leiser Rhythmus, der das innere Gleichgewicht der Gemeinschaft sichtbar machte. Folgte jeder diesem Rhythmus, stabilisierte sich die Welt still und friedlich. Ein drittes grundlegendes Element des Konfuzianismus war Yi, der Wille, das Richtige zu tun. Dieser Wille hing nicht von äußeren Belohnungen oder Strafen ab. Yi verwies auf den inneren Kompass eines Menschen. Wenn jemand das Richtige tat, auch dann, wenn er keinen Vorteil davon hatte, konnte selbst in Zeiten tiefer Finsternis eine Gesellschaft bestehen. Für Konfuzius war Yi das Herz der Moral. Und je stärker dieses Herz schlug, desto schneller löste sich das Chaos. Als Ren, Li und Yi in seinem Denken zusammenfanden, entstand eine umfassende Lehre. Doch Konfuzius wollte nicht, dass sie nur Theorie blieb. Er brachte seine Ideen in die Paläste, beriet Herrscher und bildete Schüler aus. Trotzdem wurden seine Ansichten oft nicht sofort akzeptiert, denn viele Machthaber stellten kurzfristige Erfolge über langfristige Tugend. Für sie war ein Sieg wichtiger als die Moral des Volkes. Konfuzius aber wiederholte geduldig dieselbe Wahrheit. Ein Sieg ohne Tugend ist nichts anderes als eine Niederlage. Dieser Satz widersprach dem damaligen politischen Denken vollkommen. Dennoch hielt Konfuzius unbeirrt an seinen Prinzipien fest. Er glaubte, dass nur die Verantwortung, die Menschen füreinander trugen, den Zerfall einer Gesellschaft verhindern konnte. Sobald diese Verantwortung zerbrach, konnten weder Paläste noch Gesetze noch Armeen die Ordnung retten. Eine weitere Besonderheit seiner Lehre war die Bedeutung der Familie. Für Konfuzius war Familie nicht nur eine Frage des Blutes, sie war der erste Raum, in dem Charakter geformt wurde. War ein Vater nicht gerecht, konnte ein Kind keine Barmherzigkeit lernen. War eine Mutter nicht geduldig, konnte ein Kind den Wert des Respekts nicht begreifen. Deshalb suchte Konfuzius die Zukunft der Gesellschaft in den kleinen Gesten innerhalb der Familien. Trugen Familien diese Tugenden, konnte auch der Staat auf einem festen Fundament stehen. Die Rolle des Herrschers bestand im Konfuzianismus nicht nur darin zu regieren, sondern ein moralisches Vorbild zu sein. Ein ungerechter Herrscher zog ein Volk heran, das die Gerechtigkeit vergaß. Denn eine Gesellschaft wuchs immer im Schatten ihres Führers.
lag dieser Schatten im Dunkeln, verschwand das Licht. So verbreiteten sich Konfuzius' Lehren nach und nach über eine weite Region durch die Arbeit seiner Schüler. Doch Konfuzius selbst stellte sich nie als Prophet oder göttlicher Wegweiser dar. Für ihn lag die Wahrheit nicht in himmlischen Geboten, sondern im Verhalten der Menschen. Deshalb ist Konfuzianismus bis heute eine Lehre, die den Alltag berührt. Im ehrlichen Händler auf dem Markt, in der Fürsorge einer Mutter gegenüber ihrem Kind, in der gerechten Entscheidung eines Herrschers. Die Kraft des Konfuzianismus lebt auch heute nicht in großen Worten, sondern in kleinen Momenten, darin, wie Menschen einander ansehen. Denn für Konfuzius veränderten nicht große Reden die Welt, sondern kleine, tugendhafte Handlungen. Mit der Zeit wurden Konfuzius' Lehren nicht mehr nur unter seinen Schülern weitergegeben. Sie begannen, sich in das innere Gefüge der Gesellschaft einzuarbeiten und wurden zu einer Denkweise, die das tägliche Leben formte. Doch dieser Wandel geschah nicht über Nacht. Jeder neue Schüler nahm einen anderen Aspekt der Lehre auf und formte ihn innerhalb seines eigenen Lebens neu. So wuchs der Konfuzianismus wie ein lebendiger Organismus, atmend, sich wandelnd und sich stets an die Bedürfnisse seiner Zeit anpassend. Im Zentrum dieses Prozesses stand ein enger Kreis der treuesten Schüler. Sie lernten die Worte ihres Lehrers nicht nur auswendig, sie versuchten, sie in ihren Handlungen zu verkörpern. Konfuzius legte mehr Wert auf das Vorleben als auf das Sprechen. Wenn er vor einer Antwort lange schwieg, vermittelte er seinen Schülern eine stille Botschaft. Der Wert einer Antwort misst sich an der Sorgfalt, mit der sie gedacht wird. So erkannten die Schüler die Tiefe seiner Lehren erst im Laufe der Zeit. Die Worte von Konfuzius wurden in einer Sammlung festgehalten, die Lunyu, die Gespräche, genannt wurde. Diese Texte bestanden nicht aus einfachen Sätzen oder oberflächlichen Ratschlägen. Jeder Satz trug einen Gedanken in sich, der über Jahrhunderte hinweg diskutiert werden sollte. So bedeutete der Begriff des edlen Menschen nicht etwa einen Adeligen, sondern jemanden, der der Menschheit durch sein Verhalten dient. Dieser Blickwinkel veränderte radikal, wen die Gesellschaft als Vorbild ansah. Für Konfuzius wurde Edelmütigkeit nicht durch Geburt, sondern durch Charakter erworben. Wer mit seinen Taten Licht in die Gemeinschaft brachte, galt als edel. Ein ungerechter Herrscher hingegen konnte in den Augen der Gesellschaft niedriger stehen als der einfachste Bürger. Diese Vorstellung veränderte das soziale Gefüge Chinas grundlegend. Die Menschen blickten nicht mehr zu den Klassen hinauf, sondern zur Tugend selbst. Während sich die Lehren verbreiteten, beeinflusste der Konfuzianismus nicht nur die Beziehungen zwischen Menschen, sondern auch die Formen der Staatsführung. Ein Staat konnte nur dann stark sein, wenn sein Herrscher dem Volk mit Gerechtigkeit begegnete. Gerechtigkeit bildete eine unsichtbare Linie, die von der Wärme der Familie bis zu den Toren des Staates reichte. Wurde diese Linie gebrochen, gehorchten die Menschen nicht mehr dem Staat, sondern der Angst. Konfuzius aber sah eine durch Angst erzeugte Ordnung als Illusion. Für ihn begann wahre Ordnung im inneren Frieden des Menschen. Wichtige Bedeutung hatten in dieser Zeit auch die familiären Bindungen. Der Respekt zwischen Menschen sollte nicht nur in der Familie, sondern in allen Schichten der Gesellschaft spürbar sein. Die Freundlichkeit gegenüber einem Nachbarn, der Vorrang für einen Älteren, die Geduld gegenüber einem Kind, all diese Gesten waren die unsichtbaren Bausteine der Gemeinschaft. Als sich diese kleinen Handlungen summierten, begann die weitläufige chinesische Gesellschaft sich wieder zu stabilisieren. Der Einfluss des Konfuzianismus blieb jedoch nicht auf Alltag und Staat beschränkt. Er veränderte auch das Zeitempfinden der Menschen. Tradition wurde zu einer Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft.
Für Konfuzius war die Vergangenheit nicht eine Sammlung vergessener Geschichten, sondern eine Lehrmeisterin, die die Gegenwart formte. Ahnen zu ehren bedeutete, die Weisheit des Gestern in das Morgen zu tragen. So betonte der Konfuzianismus die Bedeutung eines lebendigen kollektiven Gedächtnisses. Doch Tradition bedeutete niemals blinde Gefolgschaft. Konfuzius betonte immer wieder, wenn eine Tradition den Menschen nicht weiterbringt, muss sie überdacht werden. Lehren hatten nur dann Wert, wenn sie Entwicklung ermöglichten. Sonst blieben sie leere Hüllen. Diese Haltung schützte den Konfuzianismus davor, dogmatisch zu werden. Ein weiteres zentrales Prinzip war das Gewicht des Wortes. Für Konfuzius war das Verantwortungsgefühl, das mit einem gegebenen Wort einhergeht, größer als die Absicht selbst. Deshalb galt Ehrlichkeit nicht nur als Tugend, sondern als ein Band, das im Gedächtnis der Gesellschaft verankert war. Wer sein Wort hielt, wurde zu einer Quelle des Vertrauens. Und Vertrauen galt als der wertvollste Schatz eines Staates. Die Verbreitung des Konfuzianismus löste zudem einen tiefen kulturellen Wandel aus. Weisheit wurde Teil des Alltags der einfachen Menschen. Sie gehörte nicht mehr nur den Gelehrten der Paläste. Ein Bauer, der sich richtig verhielt, konnte ebenso zur Zukunft der Gesellschaft beitragen. So wurde Weisheit zu etwas, das in jedem Moment des Lebens praktiziert wurde. Mit der Zeit wurde der Konfuzianismus nicht nur eine Lehre, sondern der moralische Kompass Chinas. Bevor Menschen eine Entscheidung trafen, dachten sie nicht nur an das Ergebnis, sondern daran, wie diese Entscheidung das Netz der Beziehungen beeinflusste. Genau dieser Denkstil war die größte Wirkung des Konfuzianismus. Der Mensch handelte nicht mehr nur für sich, sondern für das Ganze. Als der Konfuzianismus seinen Einfluss weiter ausdehnte, wurde immer deutlicher, dass die Lehre nicht nur die Beziehungen zwischen Menschen ordnete. Sie entwickelte sich nach und nach zu einer Struktur, die bis in das Funktionieren des Staates hineinreichte. Im Zentrum dieses Wandels standen Konfuzius' Vorstellungen darüber, wie ein Herrscher seine Macht einsetzen sollte. Für ihn blieb ein Land nicht durch militärische Stärke bestehen, sondern durch moralische Autorität. Ein Herrscher, der die Herzen des Volkes nicht gewann, konnte, selbst mit der größten Armee, keine dauerhafte Ordnung schaffen. Eines der deutlichsten Beispiele dafür war Konfuzius' Idee des tugendhaften Herrschers. Tugend war für ihn die stärkste Waffe eines Regenten. Das Verhalten eines Königs spiegelte sich immer im Verhalten seines Volkes wider. Ein guter König führte sein Volk nach vorne, ein schlechter warf lange Schatten. Darum musste ein Herrscher zuerst sich selbst ordnen. Wer seine eigene innere Ordnung nicht herstellen konnte, war nicht in der Lage, die Unruhe der Gesellschaft zu lösen. Konfuzius betonte immer wieder, dass Gerechtigkeit wie ein Licht von oben nach unten strahlt. Mit der Zeit wurde dieses Verständnis zum offiziellen Denksystem vieler chinesischer Dynastien. Der Staat brauchte die ausgewogene, maßvolle Struktur des Konfuzianismus, um zusammenzuhalten. Durch diese Lehre wurde der Staat nicht nur mit Gesetzen, sondern auch mit einem moralischen Bewusstsein geführt. Denn für Konfuzius konnte ein Gesetz lediglich eine Wunde schließen, doch das Verhalten des Menschen änderte sich nur durch Bildung. So wurde Bildung zum mächtigsten Werkzeug der Regierung. Die wachsende Zahl von Schulen, die Verbreitung von Wissen und die Auffassung, dass Wissen eine Form von Tugend sei, gehörten zu den wichtigsten Auswirkungen des Konfuzianismus. Die Menschen begannen zu glauben, dass Lernen kein Privileg, sondern eine Verantwortung sei. Gebildet zu sein nutzte nicht nur dem Einzelnen, sondern auch der Gemeinschaft. Wenn jeder Einzelne bewusster wurde, stand auch der Staat auf einem stabileren Fundament. Die deutlichste Auswirkung auf die staatliche Struktur
zeigte sich im Prüfungssystem. Über Jahrhunderte hinweg wurden Beamte nicht mehr nach ihrer Herkunft, sondern nach Wissen und moralischer Reife ausgewählt. Dieses System spiegelte die Vorstellung wider, dass ein tugendhafter Mensch für die Gesellschaft unentbehrlich ist. In den Prüfungen reichte es nicht, Texte zu kennen, auch Denken, Verständnis und Charakter wurden bewertet. So gelangten Menschen mit echter geistiger Fähigkeit in die Verwaltung. Langfristig veränderte dieses System die gesamte Gesellschaft. Der Wert des Wissens stieg. Familien begannen, ihre Kinder schon früh zu fördern. Der Fleiß eines Kindes wurde zum Stolz der Familie und zu einer Investition in die Zukunft der Gemeinschaft. Die Idee der Selbstkultivierung, der Gedanke, dass der Mensch sich verbessern kann, verbreitete sich in allen Schichten. Selbst ein Bauer konnte hoffen, dass sein Sohn durch Bildung zu einem Beamten wird. Diese Hoffnung erzeugte eine stille, aber kraftvolle soziale Dynamik. Doch der Einfluss des Konfuzianismus beschränkte sich nicht auf Bildung. Ein zentrales Element der sozialen Ordnung war das rituelle Verhalten. Rituale waren im konfuzianischen Denken keine äußeren Formalitäten. Sie formten den Charakter des Menschen. Vom Sitzen am Tisch bis zur Ansprache eines Älteren waren viele alltägliche Handlungen Teil dieses Systems. Von außen mochten sie schlicht wirken, doch im Inneren der Gesellschaft erzeugten sie eine unsichtbare Ordnung. Für Konfuzius spiegelte die Art, wie man handelte, den inneren Respekt wider. Wenn ein Ritual richtig ausgeführt wurde, geschah nicht nur eine äußere Bewegung. Das Herz stimmte sich auf die Bedeutung des Moments ein. Rituale verbanden daher sowohl Menschen miteinander als auch Individuen mit ihrer eigenen Innerlichkeit. So wurden Höflichkeit, Geduld und Mäßigung zu natürlichen Bestandteilen des Alltags. Mit der Zeit wurde der Konfuzianismus zu einem der mächtigsten geistigen Systeme Chinas. Das Verhalten eines Einzelnen beeinflusste nicht nur sein eigenes Leben, sondern das Gefüge der gesamten Gesellschaft. Darum musste jeder Mensch seine innere Ordnung bewahren. Denn selbst ein kleiner Funken von Zorn konnte sich im Netz der Beziehungen ausbreiten und große Konflikte hervorrufen. Diese Sichtweise schuf ein starkes Verantwortungsgefühl. Die Menschen wussten, dass ihre Handlungen auf andere zurückfielen und handelten daher maßvoll. Diese Maßhaltung wurde zu einem stillen, aber tragenden Fundament der Gesellschaft. Der Konfuzianismus blieb nicht einfach eine Lehre, die nur die gesellschaftliche Ordnung einer bestimmten Epoche erklärte. Mit der Zeit erreichte dieses Denken einen stilleren, aber tieferen Ort im Inneren des Menschen. Denn Konfuzius stellte seine Gedanken immer um eine einzige Frage herum: Was für ein Mensch willst du sein? Diese Frage konnte den Verlauf eines ganzen Volkes bestimmen und zugleich das persönliche Schicksal eines Einzelnen formen. Nach dieser Lehre wird der Mensch nicht als vollendetes Wesen geboren. Geformt wird er durch sein Verhalten, seine Worte, seine Beziehungen und die Werte, denen sein Herz folgt. Darum betonte Konfuzius, dass der Mensch sich ständig weiterentwickeln muss. Aber diese Entwicklung entsteht nicht durch äußere Belohnungen, sondern durch Ehrlichkeit gegenüber sich selbst. Wer die Unordnung in sich nicht erkennt, kann die Welt nicht ordnen. Im Konfuzianismus ist der Mensch daher sowohl Ausgangspunkt als auch Werkzeug des Lebens. Im Mittelpunkt steht vor allem der Begriff Ren, Menschlichkeit, Mitgefühl, Güte. Ren bildet die Wurzel aller anderen Tugenden. Ist ein Herz von Ren erfüllt, handelt der Mensch gerecht, geduldig, besonnen und sorgfältig in seinen Beziehungen. Doch Ren ist nicht nur ein Gefühl, es ist eine Art zu handeln. Der Mensch muss diese Tugend jeden Tag durch kleine Gesten nähren. Ein Moment des Verstehens gegenüber einem Fremden,
eine Brücke der Rücksicht innerhalb der Familie, Respekt in einem schweigenden Augenblick. All das sind die leisen Schritte von Ren. Der Konfuzianismus definiert den Menschen jedoch nicht allein durch seine innere Haltung. Der Mensch entsteht im Netz seiner Beziehungen. Darum nimmt die Familie einen zentralen Platz ein. Denn der Charakter eines Menschen entsteht zuerst zu Hause. Ein Kind, das lernt, seine Eltern zu respektieren, wird später auch der Gesellschaft mit derselben Sensibilität begegnen. Wer Konflikte innerhalb der Familie mit Vernunft löst, schafft eine Grundlage für Frieden in der gesamten Gemeinschaft. Die Familie ist daher nicht nur ein Lebensraum, sie ist der Ort, an dem Tugend zum ersten Mal atmet. Aus diesem Verständnis entstand im Laufe der Zeit eine besondere Form von Ordnung. Wenn Menschen ihre Beziehungen auf Vertrauen, Respekt und Maß aufbauen, gewinnt die Gesellschaft eine stille Harmonie. Diese Harmonie wirkt von außen unscheinbar, trägt aber im Inneren große Kraft. Denn für Konfuzius entsteht wahre Stärke nicht durch Lautstärke, sondern durch das richtige Verhalten am richtigen Ort. Wer zur passenden Zeit das passende Wort findet, leistet bereits einen wertvollen Beitrag zur Welt. Als sich der Konfuzianismus ausbreitete, zeigte sich, dass seine Wirkung nicht laut, aber beständig war. Von Korea über Japan bis Vietnam, überall nahm die Lehre neue Formen an, blieb aber im Kern dieselbe. Wenn ein Mensch seine inneren Teile ordnet, wird die Welt ein geordneterer Ort. Dies war kein Zufall. In vielen Gesellschaften suchten die Menschen keine himmlischen Wunder, um ihre Probleme zu lösen. Sie suchten Veränderung, indem sie ihr eigenes Verhalten ordneten. Genau an diesem Punkt wurde der Konfuzianismus zum Wegweiser, denn er erinnerte daran, dass große Veränderungen immer mit kleinen inneren Bewegungen beginnen. Mit der Zeit bot der Konfuzianismus auch der modernen Welt eine stille Antwort. Der Mensch unserer Zeit, eingeengt zwischen Wissen und Geschwindigkeit, findet in dieser Lehre einen Gedanke der Balance. Denn Konfuzianismus fordert nicht mehr Wissen, sondern den richtigen Umgang mit dem Wissen. Wer geduldig zuhören lernt, kann richtig sprechen. Wer seine Wut erkennt, kann sie beherrschen. Wer seine Grenzen sieht, respektiert die Grenzen anderer. Darum gilt der Konfuzianismus bis heute als eine der zeitlosesten Lehren. Die größte Stärke dieser Lehre ist jedoch, dass sie den Menschen nicht allein lässt. Der Konfuzianismus sagt nie, finde den Weg ganz allein. Er lehrt, dass Beziehungen keine Last sind, sie sind der einzige echte Weg zur Selbsterkenntnis. Wer einem anderen schadet, zerstört seine eigene innere Ordnung. Wer einem anderen Gutes tut, heilt zugleich sein eigenes Herz. Am Ende zeigt der Konfuzianismus, dass die Ordnung in uns und die Ordnung der Welt untrennbar miteinander verbunden sind. Diese Verbindung legt in jede Handlung ein feines Gefühl der Verantwortung. Denn der kleinste Schritt kann große Wirkung haben. Ein Wort kann ein Herz berühren, eine Handlung kann einen Konflikt lösen, eine Geste der Freundlichkeit kann ein Licht in einem dunklen Tag sein. Nun, mein lieber Zuhörer, glaubst du, dass die Welt zu einem besseren Ort werden könnte, wenn der Mensch zuerst sich selbst ordnet? Lass es uns in den Kommentaren diskutieren. Bis zum nächsten Video. Bleib dem Verstand und dem Wissen treu.